Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es mal um die 261 und ich habe mich schon immer mal gefragt, wie fährt sich die 261 eigentlich mit einer 3/8-Teilung? Sie wird ja grundsätzlich mit der 3/25-Teilung ausgeliefert und mit der 1,3er Nutbreite. Jetzt habe ich hier noch eine schöne Schiene, damals von meiner 291, die übrigens mit 3/8 1,6er Nutbreite, also mit der richtig fetten Kette, die auch auf den großen Sägen drauf ist, ausgeliefert wird. Habe ich noch übrig und das möchte ich heute mit euch mal ausprobieren, weil ich dachte, vielleicht wenn ich die 261 als Fellsäge auch nutze, ist es vielleicht von Vorteil, wenn man einen etwas breiteren Schnitt hat, um Keile einzusetzen oder den Fellheber einzusetzen. Das probieren wir jetzt einfach mal gemeinsam aus. Ich zeige euch mal beide Ketten in der Nahaufnahme, dann sehen wir so ein bisschen die Unterschiede. Die sind beide schon mal benutzt worden und gefeilt, also beide gleich gut, würde ich sagen. Hier haben wir beide Ketten im Vergleich. Rechts die 3/25 Teilung und links die 3/8 Teilung. Wir sehen, dass der Zahnabstand bei der 3/25 dementsprechend kürzer ist und dass die Zähne auch kleiner sind. So, direkt nebeneinander. Der hintere Zahn sieht man hier an der Spitze vorne, ist länger. Ja, also weniger Zähne, etwas größere Zähne und vor allen Dingen eine stärkere Kette. Die obere ist die 3/8, die untere die 3/25. So sieht man ganz gut den Stärkenvergleich der beiden Ketten. Gleich kommen wir nochmal hier hin zum Umbauen. Und jetzt habe ich schon mal einen kleinen Versuchsaufbau vorbereitet. Dafür gehen wir mal an den Holzplatz. Okay, wir fangen an. 3/25. Säge ist warm, kann losgehen. Das ist übrigens Eichenholz. Jetzt bauen wir mal eben um und dann schauen wir das Ergebnis. Okay, jetzt bauen wir einmal um auf die 3/8 Teilung. Der Vorteil bei der 261 ist ja, dass sie ein Ringkettenrad besitzt. Okay, wir haben jetzt hier das Ringkettenrad auf der Kupplungsglocke sitzen, was nur mit diesem Sprengring gesichert ist. Den kann man entweder mit einer Sprengringzange oder mit einem Kombischlüssel bzw. Schraubenzieher einfach runterflitschen. Dann können wir das Ringkettenrad einfach abziehen und gegen ein 3/8 Ringkettenrad tauschen. Machen wir die Distanzscheibe wieder drauf, setzen den Sprengring wieder auf und mit dosierter Gewalt schubsen wir den wieder auf die Welle drauf. So, und jetzt haben wir eine 3/8 Teilung. Abgesehen davon, dass wir hier die stärkere Nutbreite haben. Nutbreite bedeutet übrigens, dass die Antriebszähne, die über das Ritzel laufen, 1,6 mm breit sind in diesem Fall. Alleine deswegen brauchen wir natürlich eine andere Schiene, aber auch hier vorne der Umlenkstern hat ja eine 3/8 Teilung und der andere eine 3/25. Deswegen das nicht einfach, man kann nicht einfach eine andere Kette drauf machen.
Okay, und umgebaut ist die Säge. Wir haben hier, ich blende es mal kurz ein, eine 37er Schiene. Was ich finde, eine ganz schöne Länge für die Säge ist zum Arbeiten. Fände ich auch cool, wenn es das für die 3/25 Teilung auf 1,3er Nu-Breite gibt. Aber gibt es nur 35 und 40. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder drüben am Stamm. Am Stamm angekommen, schmeißen wir die Säge wieder an. Dürfte noch warm sein. Falls ihr euch fragt, wie ich den Stamm festgemacht habe, das ist dieser Croc-Lock, nennt sich der. Ich verlinke euch den mal in der Beschreibung, könnt ihr nachschauen. Ich muss sagen, ich habe jetzt natürlich noch nicht die Schnittergebnisse, also die Zahlen liegen mir ja noch nicht vor, die gucken wir nachher im Videoschnitt. Aber ich habe das Gefühl, dass die kleinere Kette, also die schmalere Kette, auf jeden Fall sauberer läuft auf der Säge und die Säge hat weniger Mühe damit, durchs Holz zu gehen. Bei den dicken Zähnen merkt man schon, dass sie ganz schön Widerstand hat, je nachdem wie das Holz auch gerade ist. Nichtsdestotrotz funktioniert die Säge damit gut. Also sieht auch nicht irgendwie falsch aus oder so. Ich meine, auf der 291 war die Kette ja auch serienmäßig drauf. Und so als Fellsäge, ja, könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht damit auch mal zu arbeiten. Ich würde sagen, wir probieren gerade mal noch einen Stechschnitt aus. Vielleicht ist das noch ein Unterschied. Ja, das hat ganz schön gerumpelt, wie ihr gesehen habt. Vielleicht sind die Tiefenbegrenzer etwas zu tief, die Drehzahl runtergeht und die Kettengeschwindigkeit etwas abnimmt, dann packen die Zähne unheimlich. Da hat sich der Fehlerteufel wohl eingeschlichen. Ja, mein Verdacht bezüglich des Rheumers hat sich bewahrheitet, wie wir hier zum Beispiel an diesem Zahn erkennen, ist der ja einfach ein bisschen optimistisch runtergefeilt. Ich weiß nicht, wann ich die Kette zuletzt benutzt habe, ist schon ewig her.
und entsprechend gefeilt habe. Es kann sein, dass die Rundfeile auch vielleicht stumpf war oder dass ich zu fest gedrückt habe mit dem 2-in-1 Feilentool, sodass ich hier zu viel weggenommen habe. Insofern ist der Vergleich ein bisschen unfair. Hier sehen wir einen Räumer, der normal angeschliffen ist. Ja, und der hier ist halt, wie ihr seht, im direkten Vergleich deutlich tiefer geraten. Das merkt man auch individuell beim Sägen, dass die Säge unterschiedlich anpackt. Ich habe die falsche 3/8 Kette draufgezogen. Draufgezogen habe ich nämlich die Asbach uralte Erstauslieferungskette von der 291 damals, die, wo ich auch meine ersten Gehversuche im Feilen dran gemacht habe. Die müsste ich mal wieder ordentlich zurückfeilen, dass sie sauber läuft. Ja, Problem ist, ich nutze sie im Prinzip nicht mehr. Das heißt, dann scheue ich mich auch immer ein bisschen die Arbeit zu machen, weil ich denke, ja, wofür, ne? Denn ich habe noch eine neue passende Kette, Vollmeißel, die ist von Cox. Und dann würde ich gleich die mal aufziehen und nochmal den Versuchsaufbau starten. Dann wollen wir wenigstens, dass der Vergleich fair ist. Denn die 3/25 ist eben auch eine Vollmeißel. Die ich euch jetzt gezeigt habe, ist nicht die, die montiert ist. Die auf der Säge drauf ist etwas neuer, weniger gefeilt. Also, schmeißen wir die Kette nochmal drauf und dann erweitern wir den Schnittvergleich noch ein bisschen. Dann haben wir direkt noch den Vergleich zwischen einer neuen Kette oder einer ordentlich gefeilten Kette und einer, ich sag mal, schlecht gefeilten Kette. Da machen wir jetzt nochmal den Gegenversuch. Und schon haben wir wieder zurückgerüstet. Ohne Kamera dauert der Umbau wirklich nur, vielleicht 1 Minute, höchstens 2. Ja, okay. Der Unterschied ist natürlich krass, ne? Butterweich rein, sauber durch. Ich denke auch, der Schnitt ist schneller. Klar, weil die Kette auch schmaler ist. Aber es ist gut zu wissen, dass man mal hin und her switchen kann, je nachdem. Vielleicht, auch wenn man sich mit der Schiene festgefahren hat, kann man wechseln, die andere einfach draufschmeißen, sich freisägen, sowas der Art nach. Naja, und ein bisschen spielen macht ja auch Spaß. Okay, neuer Versuchsaufbau. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Der gleiche Stamm, der gleiche Ständer, die gleiche Säge, diesmal aber mit der anderen Kette. Schmeißen wir erstmal an. Ist natürlich jetzt wieder kalt. Wir lassen sie kurz was warm tuckern. Okay, Moped ist warm. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Stechschnitt an. Okay, das sah schon ein bisschen anders aus, ne? Jetzt nehmen wir mal die Zeit für einen Schnitt. Also ich würde sagen,
So kann man ganz gut damit arbeiten. Jetzt seht ihr bei der Cox-Kette, dass sie sich gelenkt hat. Ne? Hier haben wir eben schön, hat man das Rote vom Handschuh vielleicht dahinter, die hatten wir eben schön spack eingestellt, dass sie anliegt, hat sich jetzt was gelenkt. Soweit ich weiß, sind nämlich diese Ketten nicht vorgelenkt. Ich muss sagen, ich mag auch den bisschen Oldschool-Look so von der alten Schiene. Dieses klassische Weiß mit Stiel drauf. Ja, finde ich, sieht nice aus. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, ein Abo. Schaut mal in die Beschreibung, da findet ihr mein Werkzeug, unter anderem den Ständer. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.